Hi ihr Fischlinge, bevor ihr erfahrt, wo ich hier sitze, kleiner Tipp, ist es weder Rheinland-Pfalz noch ist das Saarland, hauen wir erstmal das Intro raus und dann erzähle ich euch, was wir hier tun. Los geht's! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und aus Barcelona. Wir sind nämlich, also sprich die Laichbuden-Jungs und meine Wenigkeit sind in Barcelona unterwegs für unser Artenschutzprojekt abzurunden und am heutigen Tag besuchen wir das Aquarium in Barcelona. Bei mir bekommt ihr einen schönen Überblick über das Aquarium allgemein und Tobi macht wieder den technischen und wissenschaftlichen Part. Also dem sein Video ist unten verlinkt, schaut doch mal dort vorbei und jetzt viel Spaß! Und so startete unser Kurztrip zum Abschluss unseres Artenschutzprojektes im Aquarium Barcelona. Wir wurden von Jago, dem Inhaber von Bioeco und dem Sponsor für die Einrichtung der CC-Becken am Flughafen abgeholt und fuhren umgehend gemeinsam ins Aquarium Barcelona. Dort wurden wir von Fabricio, dem Leiter des Aquariums, empfangen. Auf dem YouTube-Kanal der Laichbude findet ihr übrigens ein Video über die Technik, die hinter einem solchen Aquarium steckt und dort könnt ihr euch auch die Quarantänestation sowie das Labor anschauen. Absolut sehenswert, versprochen, nämlich normalen Besuchern bleiben diese Räume verschlossen. Auch wenn im Aquarium Barcelona überwiegend die Salzwasserwelt dargestellt wird, gibt es auch Süßwasseraquarien. Auf ein Aquarium wollen wir genauer eingehen. Also übergebe ich kurz das Video an Tobi von der Laichbude. Hallo! Wir sind im Aquarium in Barcelona und ich bin mit dem Jago hier von Bioeco und wir stehen hier vor dem Becken, das er für das Aquarium Barcelona gescaped hat. Und ja, vielleicht kann ich euch jetzt noch ein bisschen was erzählen über euch. Und Tobi zeigt euch währenddessen ein paar schöne Einblicke vom Aquarium. So Jago, you're the owner of Bioeco, Correct. right? And this is a tank you did, right? Exactly. You escaped. We escaped that tank in 2015. No, 2018. So it's already 5 years old. And yeah, we use a mix of technique. We use lava rock along with a special concrete for theming, just to create the different structures. So what we did is just make a structure with so many holes, and was designed for very low maintenance. Because at the end, if in a public aquarium, they always rush to do the maintenance, and they cannot take care of a proper planted tank. So we designed it just to use epiphytic plants, so we can stick it on the ground and just try to avoid all the hard maintenance pans. Okay. We only use the rotalas and so on, but we put it at the top. So what we created is some pots with the rich soils and so on, and those can be trimmed from outside. So Okay, only once a week, there's a guy that jumps in and cleans the glass and so on. Yeah. And that's the only maintenance they do. And when the plant is overgrown, they just cut it from outside and they replant it. Yeah. So since you have a lot of lava rocks and a lot of plants, I guess there's not a huge filtration behind that. Yeah, it's not a big filtration. Yeah. It's quite very stable. Yeah. I mean, the balance between the fishes and the plants is working pretty well. Has been very successful because it was the first planted tank this size that Aquarium Barcelona had. And we were like, okay, let's try to make it easy and work. And it's working really well because we don't do anything, and they took in charge of the tank very successfully. It's crazy. And people love it. Yeah, sure. That's like ideal combination of a lot of fish and a lot of plants, and the plants are getting fertilized by the fish. You Exactly. know, it's like It's the cycle best balance. The cycle is great. Exactly, the balance of nature. It's pretty well achieved. We only fertilize, as we talked before, with potassium and with iron. So that's with the really basic ones, fertilization and sometimes some micros, but that's it. If we see some deficiencies in some leaf, but very basic maintenance. Crazy. Also, wie ihr seht, auch in einem großen Aquarium geht Aquaristik manchmal ganz einfach. Einfach viele Fische, viele Pflanzen, wenig Filtration, das richtige Gestein, weil das Lavagestein hat natürlich auch eine Filtereigenschaft, weil sich viele Filterbakterien dort ansiedeln können. Und Aquaristik kann so einfach sein, auch in einem großen Maßstab.
Wir starten übrigens dieses Video so gesehen verkehrt herum, denn wir beginnen in der oberen Etage des Aquariums. Dort finden sich neben dem großen, sich selbst filternden Aquarium, das ihr gerade gesehen habt, noch einige andere Süßwasseraquarien. Wie zum Beispiel dieses zweigeteilte Becken mit Malawi-Buntbarschen. Auf der rechten Seite wirklich große Nimbochromis venustus, die ihr unter dem deutschen Namen Giraffenbuntbarsch vielleicht schon mal im Handel gesehen habt. Auf der anderen Seite tummeln sich unterschiedlich gefärbte Metria climaesteria. Weiter finden sich Süßwasserstechrochen und Alligatorhechte, die sich mit einer Schildkröte ihr Aquarium teilen. Ein großes Aquarium mit großen Buntbarschen aus Südamerika wie Jaguar-Buntbarsche, große Pfauenaugen-Buntbarsche und andere wie diesem Citronellum-Pärchen, das schwer beschäftigt damit war, den Nachwuchs zu verteidigen. Auch dieses besondere Aquarium mit schwarzen Packus und roten Piranhas könnt ihr dort bestaunen. Beide Fische gehören zur Familie der Sägesammler, allerdings sind Packus, die über 1 Meter lang werden können, reine Pflanzenfresser und nicht wie die roten Piranhas an fleischlicher Nahrung interessiert. Auch ein Aquarium, über das ich mich sehr gefreut habe, das könnt ihr hier sehen. In diesem leben Riesengouramis, die immerhin auch um die 70 cm lang werden können, mit einer Gruppe schöner dicker Prachtschmerlen und großer Haibarben zusammen. Ach und Pinguine gibt es übrigens auch zum Anschauen. Ihr könnt, wenn ihr euch dort alle Aquarien angeschaut habt, sogar noch eine Etage nach oben gehen. Nämlich an den Seiten befinden sich weitere Aquarien, die unterschiedlichste Tiere und die unheimliche Vielfalt der Natur symbolisieren. Seien es Axolotl, Pfeilgiftfrösche oder Schlammspringer. Aber auch Glaswälse mit ihrem fast komplett durchsichtigen Körper, Clownfische und deren Symbiose mit Anemonen, Fische, die sich so perfekt tarnen können, dass sie wie ein Stein aussehen und nur bei genauem Hinsehen zu entdecken sind. Fische, auf die man besser nicht barfuß treten sollte. Seepferdchen und das Zusammenspiel von Korallen und Fischen in einem natürlichen Riff. Gerade für Kinder ist dieser Bereich unheimlich interessant und lehrreich. Weiterhin könnt ihr unter anderem dieses tolle Becken nicht nur von allen Seiten anschauen, sondern auch die Rochen durch einen unterirdischen Gang von unten genauer beobachten. Bevor es jetzt in den Salzwasserbereich geht, gibt es hier noch eine Aquarienwand, die ebenfalls von Jago gestaltet wurde, die sehr von Takashi Amano inspiriert wurde. Seine tolle Geschichte, wie er zu dem gekommen ist, was er heute tut, wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Deshalb übergebe ich nochmal an Tobi. So you, like, a little bit like we wanted to do, we searched for the habitats of our fish for the project with the citizen conservation, and Jago made here little escapes from the nature. Yeah. And it's beautiful. Well, I was talking about what's a ryoboku, which is mainly about the wood, Yeah. the different structures, so people can have an idea of the different styles and the concept of learn from nature. Then the Iwagumi, and also applying for maintenance purposes as well on terrestrial as well, so people can just see the structures. Actually, those 2 tanks were first filled with water, Okay. but those little tanks is so much work for the aquarium. Yeah. Because at the end it's a little filter, is what we talk. That this one almost works alone, Yeah. and those ones are way more fragile. So we decided to change some to terrariums and aquaterrariums. So the work of the aquarium is decreased. Instead, this one has some algae and so on, and say, hey, we have to phase this out. Yeah. But for them, they have so much priorities, and people really rush just to do because they are short in personnel. So. And you did here a little bit of your history, right? Yeah, Like yeah, I exactly. see Takashi Amano. Yeah, it was there. There's a picture of him. Maybe Yeah, exactly. we can show it above him. Takashi Amano there. Like you told us the long story. Maybe you can make it a little bit shorter, but don't leave the flat. Yeah. Wir sind vom Jago vom Flughafen abgeholt worden und dann hat er uns mal erzählt, wie er zum Scaping, zu dieser Naturverbundenheit gekommen ist. And maybe you can tell them the story A little bit. a little bit shorter, but don't tell them the thing with the flat. Okay, I will do so. Well, I've been passionate about amphibians, especially for newts and salamanders, since I was 6 years old. I managed to get my first tank at the age of 6, after discussing a lot with my parents. And they were asking, what would you like to eat? I would like some newts. What did you learn today in the school? How to breed newts. And after 1 week of insisting, they just came with me, and I purchased the plastic box tank with the 2 Chinese newts. So, well, it's been my passion since then. So I managed to get a rack,
then more aquariums, then a full room, then a little office space that is starting with aquariums. And yeah, it has been my passion since I was a child. And on my trip to Japan in 2007, I met some biologist friends. We went for the giant salamander there. And one of those guys had a planted tank following the nature aquarium style. And I was completely blown away by the beauty. And I had no idea. He showed me one book of Mr. Romano. And I was like eating the book on my flight back to Barcelona. So next year I talked to my friends in Japan and said, hey, could you arrange a meeting with Romano? I would like to go to see the gallery and so on. So I just flew to Japan in 2008. And I arrived at Niigata, the gallery, at 9 a.m. and I left at 12 p.m. So I spent the whole day there and it was an amazing experience. After that, Amano wrote that he would like to come to Barcelona. He came 3 weeks later for a week. And yeah, he saw my aquariums with the newts and salamanders. He was quite surprised because I was quite enthusiastic. Tell the people how many liters of water you had in your third floor apartment. I had at the time 24 tanks of 120, and I had the structure, metal structure, to support the 4 tons of water. And yeah, when I started being more professional, I just dismantled everything because I didn't want the building to collapse in the center of Barcelona and appear on the news. And yeah, one thing took to the other, and now we are here. Now we're here. Yeah. Ja, also ihr seht, Yago ist genauso ein verrückter, passionierter, eher aus der Terroristik kommender Hobbyist, aber mit seiner 4-Tonnen-Anlage in seiner Wohnung in Barcelona in der Innenstadt, im 3. Stock, hat er im Prinzip so verrückt gestartet wie viele andere auch. Und das macht ihn so sympathisch, das macht seine Firma auch so sympathisch, weil er wirklich mit Herz und Verstand bei der Sache ist und sich dafür einsetzt, was hier passiert, ja. Okay, also eine 4 Tonnen schwere Anlage an einer Wand im 3. Stock in der Innenstadt von Barcelona. Und da sagt mir doch einer, dass ich mit meinem Fischkeller verrückt bin. Okay, aber nun wie versprochen ab ins Meer und zwar in den unteren Hauptteil des Aquariums. Das Aquarium Barcelona befindet sich im alten Hafen von Barcelona und wurde am 8. September 1995 eröffnet. Das Aquarium besitzt ein eigenes Kino, in dem unterschiedliche Filme über die Meere gezeigt werden. Neben den Aquarien und Tieren, die ihr jetzt schon gesehen habt, verfügt das Aquarium über 35 einzelne Aquarien, die insgesamt, haltet euch fest, 6 Millionen Liter Meerwasser beinhalten. Das Aquarium wird durch eine 2 Kilometer lange Pipeline mit Meerwasser versorgt. Die genauen technischen Details, wie das Wasser aufbereitet, sprich gereinigt und wiederverwendet wird, könnt ihr euch bei den Jungs von der Laichbude in deren Video anschauen. Das ist in der Beschreibung ganz oben verlinkt. Um ein paar weitere Daten zu nennen, sprechen wir hier von über 11.000 Tieren und um die 450 Arten, die hier gehalten und gepflegt werden. Außerdem hat uns der Direktor Fabricio verraten und gezeigt, dass hier unter anderem auch Hummer, Langusten und Quallen nachgezüchtet werden. Man versucht hier außerdem im hauseigenen Labor nicht nur das Wohlbefinden der Tiere im Aquarium, sondern auch das Wissen über den Wasserlebensraum und dessen Bewohner voranzubringen und teilt die Erkenntnisse sowie Ergebnisse mit anderen Zoos und Aquarien. Man versucht den mittlerweile seit Eröffnung mehr als 30 Millionen Besuchern die Schönheit und die Wichtigkeit des Schutzes der Meere und der Tiere näher zu bringen. In den einzelnen Aquarien sind unterschiedliche Lebensräume nachgebildet. Überwiegend wird das Mittelmeer und tropische Gewässer nachgestellt, aber auch zum Beispiel das Great Barrier Reef. Man kann Fische und andere Tiere in unterschiedlichen Größen, Formen und Farben bestaunen. Es ist sicherlich für jeden etwas dabei. Hier wird das Zusammenspiel von unterschiedlichen Planktongrößen sowie Arten erklärt und das Zusammenspiel dieses vielfältigen Ökosystems. Ihr könnt euch hier Artemia, Garnelen, Seepferdchen und Haie anschauen. Es lässt sich so viel leichter verstehen, was denn jetzt zum Beispiel Phytoplankton oder was Zooplankton ist und wie alles miteinander zusammenhängt, dass dieser Lebensraum überhaupt so funktioniert, wie er funktioniert. Wenn ihr euch dann alle Meereschen, Rochen, Moränen, Zackenbarsche, Papageien, Lipp, Kugel, Drücker, Koffer, Rotfeuerfische sowie unterschiedlichste Korallen, Anemonen und bunte Korallenfische, Haie oder auch Störe angeschaut habt, kommt dann das Highlight des Aquariums. Das sogenannte Ozeanarium ist ein riesiges Aquarium mit 4 Millionen Liter Meerwasser.
In diesem könnt ihr hunderte riesige Fische bestaunen und mehrere um die 3 Meter lange Haie. Durch mehrere große Scheiben könnt ihr euch die Fische anschauen. Ihr könnt außerdem durch einen Tunnel unter diesem riesigen Aquarium hindurchlaufen und von allen Seiten die Fische beobachten. Es gibt überall etwas zu entdecken. Die Schwärme von deutlich mehr als 30 cm langen Meerbrassen, schöne große Zackenbarsche, Rochen, Muränen und riesige Wolfsbarsche. Dazwischen ziehen die großen Haie ihre Kreise. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme direkt Lust, meinen Tauchschein zu machen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wie gefällt euch das Aquarium Barcelona? Habt ihr ein Tier gesehen, das euch besonders gut gefällt? Und wenn ja, welches? Ab damit in die Kommentare. So Freunde, das war's jetzt mit dem Video über das Aquarium in Barcelona. Wir werden den Tag jetzt ausklingen lassen, indem wir uns hier noch ein paar tolle Schiffe angucken. Es kommen noch eine Menge richtig geile Videos auf euch zu. Ich wäre dafür, wir nehmen das Piratenschiff da hinten, gefällt mir am besten. Und wenn ihr noch nicht genug habt von diesem Video, wie gesagt, versprochen, es kommen noch einige tolle Sachen auf euch zu, versprochen, ist ja jetzt unser erster Tag hier. Könnt ihr aber sehr gerne mal bei der Laichbude vorbeischauen, nämlich der Tobi hat sich im Aquarium noch etwas genauer die Quarantänestation angeguckt, wie die Quallen und Lobster züchten und sowas. Richtig coole Sache, sowas sieht man normalerweise nicht. Oder auch das 4 Millionen Liter Aquarium von oben. All das seht ihr beim Tobi auf dem Kanal. Also Videobeschreibung, erster Link oben. Ansonsten checkt mal dort noch meine anderen Social Media Kanäle, andere Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und natürlich den Weg zu meinem Shop, wisst ihr ja. Und ja, ich würde sagen, für uns geht's weiter und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus hier. Tschüss.